Ja Leute, 23. November und wir haben schon ganz gut Schnee. Also heute Morgen hatte ich Probleme hier wegzukommen, aber es ging. Ja, aber ist ja irgendwie auch schön. So soll der Winter sein. Und dass es diesmal im November schon so ist, von mir aus. Ich gehe in diesem Video auf eure Fragen ein und los geht's. Ja, immer wieder gern die Frage, wie lüften die Finnen überhaupt ihre Wohnungen und Häuser bei minus 10, 20 Grad? Ja, das ist ganz einfach, die haben so Klimaanlagen, ne? So ja, Luftumweltpumpen und das haben wir zu Hause auch. Die Dinger heizen so ein bisschen, kann man dann, wir stellen das immer so auf 21 Grad oder sowas, ne? Und heizen zusätzlich dann die Öfen. Wir haben im Haus 3 Öfen, einen im Keller, wo die Sauna ist, dann in der Küche natürlich und im Wohnzimmer einen Kachelofen. Ja, also Fenster und Türen zu, alle Öfen an, wenn es geht. Also einmal am Tag heizen wir. Wir sind ja beide berufstätig und auch nicht ganztägig zu Hause und deshalb ist es eben so, wenn der Erste, der abends zu Hause ist, macht dann mindestens einen Ofen an erstmal und die Luftumweltpumpen verteilen das dann im Rest des Hauses. Ich weiß gar nicht, rechtlich gibt es ja da in Deutschland irgendwelche Bestimmungen, wie wann wer mit welchen Mitteln heizen darf. Da kannst du hier nur grinsen. Erklär mal an Finn, dass er keinen Ofen mehr anmachen kann. Also ich glaube nicht, dass das hier in Finnland überhaupt umsetzbar wäre. Ja, ansonsten überall hier in den Wäldern oder in Waldrändern oder auch abseits der Städte wohnen Leute in alten Holzhäusern, die zum Teil mit alten Kachelöfen betrieben werden. Und ja, was anderes ist unser Haus ja auch eigentlich nicht. Unser Haus ist 70 Jahre alt, altes Holzhaus und da muss natürlich irgendwie heizen. Und so ein Holzhaus, was in Finnland natürlich wenig kostet, da investierst du ja nicht irgendwie in eine total moderne Heizung, wenn du hier günstig im Sommer noch Holz einkaufen kannst. Ne? Ja, wir haben es gemacht, im Sommer über selber Holz gemacht, vom Grundstück ein paar Dinge abgesägt, dann natürlich was dazu gekauft noch, gehackt, getragen, eingestapelt. Und so sieht das denn aus. Ja, also die Heizperiode hat begonnen. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie das da in Deutschland gerade läuft. Und ja, schreibt mal eure Meinung dazu. Also wir würden jetzt hier ohne Holz, normale Holzheizung, würden wir hier in Finnland nicht so gut klarkommen. Ne? Also die meisten machen das doch so, wie wir auch. Dann hatte ich noch eine persönliche Frage, und zwar, wo wir denn überhaupt jetzt in Finnland wohnen und wie ich dann, als ich ausgewandert bin, wo ich dann hier angefangen habe. Angefangen habe ich in so einer Vorstadt von Helsinki, oder was heißt Vorstadt, war schon auch noch so 45 Kilometer entfernt. Und das war nichts Besonderes, aber meine damalige Freundin, heute Frau, hat eben dort gewohnt und gearbeitet und dann lag das nahe, da erstmal anzulanden. Ne? Wohnung hatte sie schon, das war natürlich jetzt einfach für mich, ich konnte einfach dort mit einziehen und wir haben von da aus dann den Papierkram angefangen aufzurollen. Ja, angefangen beim Migri, ne, dass du hier länger als 3 Monate bleiben darfst und all die anderen Sachen. So, dann sind wir im letzten Jahr, haben wir uns beide beruflich verändert, den Job gewechselt, den Arbeitgeber und sind nach Südkarelien gezogen und wir fühlen uns ganz wohl hier. Ne? Wir haben die Ostsee nicht weit, da fahren wir 40 Minuten von hier aus, Hamina oder Kotka und wir haben hier Saimaa Geopark um die Ecke, also die Saimaa Seenlandschaft,
wo ich ja auch oft schon mal Videos zu gemacht habe. Ja, dazu kommt, dass die Familie meiner Frau hier in Südkarelien wohnt und lebt. Und natürlich hat jeder ganz gerne seine Family um sich rum. Bei mir ist das ein bisschen schwieriger, wie ihr ja wisst, aber ich lasse mich jetzt mal hier drauf ein. Ja, wir wohnen also jetzt in Südkarelien, haben hier Wald und Seen um uns rum und wenn wir wirklich mal, so wie ich, Lust haben, die Ostsee zu sehen, dann fahren wir eben nach Hamina, Kotka oder in diese Gegend dort. So Leute, ich setze mich jetzt in mein Auto und fahre wieder nach Hause. Es gibt einiges noch zu tun. Ein bisschen Schneefegen da, ja, Weihnachtslichter anbringen, den Ofen heizen und morgen früh geht es auch wieder zur Arbeit. Ja, Zeitschaltuhr anbringen, dass das Auto vorgeheizt wird und all solche Dinge. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Vorwärmer. Steckdose, ja, okay. So. Gucken, dass hier nichts rumliegt, was sie anbrennen kann. Okay. Ja, Zeitschaltuhr ranmachen. Und wenn wir morgen früh losfahren, ist das Auto vorgewärmt, ne? Ja, die gute manuelle Zeitschaltuhr. Zähnchen alle rausziehen und die reindrücken. Und es losgehen soll, ne? Okay. So, jetzt haben wir 15 Uhr und noch was. Um 5 geht's los. Machen wir eine Stunde vorher heizen. Kabel ran. Stecker rein. Jawollo.
Ja, liebe Freunde, ein bisschen dauert es noch, bis man hier über den See laufen kann. Hier vorne allerdings wird das mit Absicht freigehalten, damit du nämlich von der Sauna aus in den See springen kannst. Ja, einfach so eine Pumpe da angebracht, ne? Blubbert ein bisschen und friert dadurch dann nicht zu. Super! Ja, ich hab's schon vermisst, den Winter, das Winterliche und den Schnee. Ich finde, im Sommer ist Finnland auch schön, klar. Die Seen und das, aber im Sommer ist das schon, weiß nicht, gibt's auch andere Orte, wo es schön ist. Ne, in Deutschland an der Ostsee ist auch wunderschön. Bloß, ja, hier gibt's viele Wälder und Seen. Wenn du aber so einen Zugang suchst, so einen Strand, Uivaranta, dann gibt es da ja auch immer nur so sporadisch mal einen öffentlichen Strand oder so. Und der Rest ist privat. Ne? Also wenn du in Finnland im Sommer richtig Bock hast auf See und Wald und Möcki und da rumzulaufen und frei zu sein, dich frei zu fühlen, in den See zu springen, mit dem Boot raus, dann musst du irgendwas Privates haben oder Freunde oder Familie, die da sowas haben, weil so, wenn du mit dem Auto oder Wohnmobil hier so rumfährst, hast du nicht so viel Spaß. Da kommt dann irgendwann Privatstraße oder so, ne? Ich meine, die Leute sind aufgeschlossen, wenn du die fragst, kannst du da durchfahren und dich irgendwo da, aber es bleibt dann schon privat. Also mein Fazit da, es gibt viele private Zugänge zu den Stränden und so, ne? Und das findest du auch überhaupt gar nicht, wenn du es nicht weißt. Das ist ja auch, also irgendwie finde ich es im Winter besser. Natürlich das Klima, die Luft ist schön frisch und was auch noch dazu kommt, die Seen sind dann zugefroren. Du kannst ja über den See laufen und siehst all die Möckis, die da in Wassernähe sind, die du sonst gar nicht wahrgenommen hättest. Und das ist natürlich auch besonders toll. Okay, jetzt habe ich euch lange genug zugeschnackt. Hier sind schon die Pisten eröffnet für die Snowmobile hier. Und die Verkehrsschilder werden dann im Herbst immer erneuert. Das sind so kleine, süße Schilderchen. Und ja, von mir schöne Grüße. Schaut mal wieder rein. Macht's gut, euer Micha. Ciao. Ja, der Micha und das Leben in Finnland. Wenn euch das interessiert, wie man in Finnland so lebt, was hier so los ist und warum und alles Mögliche, dann schaut doch rein, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Video. Und mir hilft es auch. Ich habe gesehen, viele Leute gucken meine Videos, aber nicht alle abonnieren gleich, ist ja auch völlig klar. Aber für mich könnt ihr das ruhig mal machen, ne? Daumen hoch, sowieso. Okay, Leute, bis dann. Vielen Dank. Ciao, ciao.